Mein Name ist Ralf Mann, ich bin seit 27 Jahren professioneller Fotograf und fotografiere analog sowie auch digital. Bevor ich Fotograf war, war ich allerdings Tischler und habe also gelernt, mit Holz zu arbeiten und im Prinzip Dinge selber aus Holz zu schaffen. Ich habe mir dann irgendwann überlegt, warum baue ich mir nicht mal meine eigene Kamera? Und habe mir da so meine Gedanken zugemacht und das Ende oder das Ergebnis war, dass ich mir meine eigene Lochkamera gebaut habe, die wir hier sehen. Und ich habe die Kamera gebaut, habe einige Fotos damit gemacht und festgestellt, es fehlt einfach die Flexibilität. Ich habe nicht die Möglichkeiten, auf individuelle Situationen einzugehen, die Kamera zu verändern und ganz viele Dinge zu tun. Und da habe ich mir überlegt, ich muss einfach eine Kamera entwickeln, die all diese Dinge machbar macht, aber die auch in der Lage ist, sie auf jede Situation und auf fast alles, was ich mit einer Lochkamera machen möchte, anzupassen. Und darum bin ich heute hier. Ich habe genau das gemacht, ich habe so eine Kamera gebaut. Viele Menschen haben diese Kamera gesehen im Einsatz und haben mich angesprochen, warum verkaufst du diese Kamera nicht? Das war genau der Grund, warum ich überlegt habe, okay, dann sollte ich vielleicht mal versuchen, das über eine Crowdfunding-Plattform zu machen und zu gucken, ob auch andere Menschen meine Kamera haben möchten. Und genau das ist der Gedanke und das ist die Kamera, die ich euch hier mal zeigen möchte. Hier sehen wir die Kamera. Die Kamera hat, wie ich gerade schon erklärt habe, die Möglichkeiten, sich an alle möglichen Situationen anzupassen. Es geht damit los, dass ich hier eine 4x5 Inch Kamera habe, wo im Prinzip diese Kassetten reinpassen und wo ich die Brennweite verändern kann. Brennweite heißt eigentlich hier Lochabstand, Brennweite ist aber äquivalent, also der Bildwinkel entspricht den Brennweiten. Man kann hier sehen, ich kann jetzt hier vorne durch Wechsel verschiedene Zwischenringe anbringen und dadurch kann ich die Brennweite variieren. Das heißt, ich kann sie an jede Situation anpassen und ich kann sie auch sehr lang machen. Zum Beispiel, ich zeige es mal einmal, wir können hier noch diverse Ringe und die halten immer mit Magneten. Das heißt, ich habe hier Magnete drin, die halten diese Ringe. Also wie wir hier sehen, da fällt nichts ab, das hält. Und ich kann im Prinzip das immer weiter verlängern, habe jetzt also im Prinzip 35 mm Brennweite wäre es, wenn ich gar keinen Ring dazwischen habe und jeder Ring hat 20 mm. Das heißt, wir haben 55, 75, 95 mm jetzt in diesem Moment. Das ist die eine Sache, die ich variabel und flexibel gemacht habe. Die zweite Sache ist, ich habe halt auch mit verschiedenen Filmformaten fotografiert und habe mir halt überlegt, was für Formate sollten es sein. Und habe dann festgestellt, eigentlich alle Formate. Und dann bin ich hingegangen, habe erstmal ein Rückteil gebaut für 4x5 Inch. Ich zeige es mal einmal hier. Es geht hier sehr einfach. Auch wieder mit Magneten, auch das hält wieder und wackelt hier auch nicht drin. Und habe jetzt also die Möglichkeit, hier mit 4x5 Inch zu arbeiten. Bei dieser Kamera hier, wie wir hier an dem Rückteil auch schon sehen, habe ich aber die Möglichkeit, mit Rollfilm zu arbeiten, 120er Rollfilm. Und das zeige ich mal eben. Ich mache mal einmal das Rückteil ab. Das ist eine 6x17 Kamera. Ich kann aber jetzt genau durch Reinstecken dieser kleinen Plättchen hier, kann ich die Formate variieren. Das heißt, in diesem Moment, jetzt habe ich eine 6x12 Kamera. Wenn ich die rausnehme und diese großen hier reinmache, jetzt habe ich eine 6x6 Kamera. Das heißt, ich habe hier 3 Formate und habe, ja, da ist was runtergefallen, und habe bei der Kamera das 4. Filmformat. Kann also hier die Formate wechseln, mit verschiedenen Formaten arbeiten, kann also auf der anderen Seite dann auch mit dieser Kamera mit 4x5 Inch arbeiten und habe dadurch schon ein sehr hohes Maß an Flexibilität. Auch die Rückwand übrigens, wie man es hier so sieht die von innen aus, hält auch mit einem Magneten. Das reicht aber noch nicht an Flexibilität. Ich habe mir überlegt, ich muss ja vorne noch meine Blenden wechseln können. Das heißt, meine Fronten, weil ich möchte manchmal shiften, ich möchte manchmal, ich nenne sie Super-Panos, das heißt, oder Twin-Shot-Panos. Das heißt, ich möchte verschiedene Arten von Fotos machen können und dafür kann ich vorne mein Panel einfach abnehmen und dann anders dran machen. Auch das hält wieder einfach, ich halte jetzt hier nichts fest vorne, wie man sieht, nur durch Magneten. Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit, innerhalb von Sekunden die Fronten zu wechseln und kann dadurch A, die Brennweite verändern, B, die Filmformate verändern und C, sogar die Möglichkeiten, wie ich shiften möchte oder was ich aufnehmen möchte, verändern. Das sind also die Sachen, die ich erstmal so grundsätzlich verändern kann. Auch das
war mir dann noch nicht ganz ausreichend. Ich habe dann überlegt, was kann ich noch machen? Ich möchte nämlich manchmal auch zum Beispiel nicht nur diese normale Planfilmkassette benutzen, sondern ich möchte auch manchmal zum Beispiel dieses Lomo Instax Back für 4x5 Inch benutzen. Und da habe ich die Möglichkeit geschaffen, dass bei dem 4x5 Inch Back hier einfach Gewindemuffen drin sind, an denen ich 4 Schrauben anbringen kann. Und über diese Schrauben kann ich dann Gummibänder befestigen. Das ist nur notwendig, wenn ich wirklich ganz besondere Formate mache, die nicht, ich sag mal, Kassetten habe, uralte Polaroid-Kassetten, wenn ich alte Planfilmkassetten habe, die andere Maße haben, und die gab es ja damals, wie wir wissen, in ganz vielen unterschiedlichen Formaten. Und in solchen Fällen gibt es die Möglichkeit, einfach mit dieser Kamera das zu fotografieren. Das heißt, ich kann dann über Gummibänder einmal hier und einmal hier, kann ich sämtliche Sachen, die Graflok, also sprich diese internationales Rückteil, haben wir es früher genannt, kompatibel sind, anbringen. Und es ist auch hier so gebaut, dass der Film hier zum Beispiel in diesem Fall rauskommen kann. Also wenn man so drauf guckt, sieht man das. Also ich kann hier sämtliche genormten internationale Rückteile außerdem noch anbringen. Weiterhin gehört zum Lieferumfang erstmal noch dieser, ich nenne es immer Kalkulationshölzchen. Was das in Wirklichkeit aber kann, ist, es ist einmal eine Tabelle für die entsprechenden Brennweiten, was ich damit machen kann. Das heißt, welche Belichtungszeiten brauche ich, wenn ich bei Blende 11 messe. Ich messe also mit einem normalen Belichtungsmesser Blende 11 und hier wird mir die äquivalente Belichtungszeit angezeigt. Das ist die eine Sache, die noch im Lieferumfang ist. Zum anderen kann ich das Hölzchen auch benutzen, um den Bildausschnitt festzulegen. Ich kann also die linke und rechte Begrenzung sowie die obere und untere Begrenzung damit festlegen und sehen. Optional gibt es noch die Möglichkeit, auch hier über diesen Filterhalter, der vorne dran ist, Filter reinzustecken. Hier gehen im Grunde alle Filter der gängigen Hersteller. Es gibt nur kleine Einschränkungen, das zeige ich jetzt mal. Wenn ich einen normalen Filter hier dran mache, ist das erstmal so, dass das auch so hält, dass er nicht runterfällt. Also das hält schon, aber wenn wir kennen das alle, wenn wir on Location sind, wenn die Bedingungen ein bisschen rauer sind, dann gibt es einfach manchmal Situationen, wo ich sicher gehen möchte, dass wenn die Kamera zum Beispiel Hochformat steht oder wenn ich die Kamera irgendwie drehe oder schräg stehen habe, dass das nicht rausfallen kann. Und dafür habe ich hier, ich zeige es mal, Moment mal einmal, hier rum muss ich gehen, das rastet einmal ein. Dann habe ich hier bei den Löchern nochmal Löcher in diese Platten reingemacht. Dadurch habe ich jetzt 100%ige Sicherheit, der Filter kann nicht mehr rausfallen. Ja? Man kann also, wie gesagt, handelsübliche Filter nehmen, die man selber hat, die man sich selber besorgt. Ich biete allerdings zusätzlich noch an, dass man diese Filter auch noch von mir bekommen kann. Gibt es im Paket ND-Filter zum Beispiel die ND2, 4 und 8. Und wer aber sagt, nee, ich habe meine eigenen Filter, man kann die Löcher auch selber bohren, ich gebe eine Anleitung dazu, wo das Loch genau hin muss, dann hat man seinen normalen Filter der gängigen Firmen auch hierfür passend gemacht. Also das geht, aber wie gesagt, für den Normalfall reicht wirklich einfach reinstellen. Diese Magneten liegen übrigens auch bei, die sind halt auch im Lieferumfang enthalten und es würde sogar, wenn wir es so machen, locker ein Magnet halten, da kann gar nichts mehr passieren. Ich kann mit der Mania MFZ die Brennweiten verändern, ich kann mit der Mania MFZ die Aufnahmeformate verändern, ich kann aber auch die sogenannten Twin-Shot-Panos mit der MFZ machen. Das heißt, ich habe zwei Bilder, die zueinander passen und kann sie nebeneinander zeigen. Das geht mit 6x12, das geht mit 6x6 und das geht natürlich auch mit 4x5 Inch. Die Mania MFZ ist das flexibelste Kamerasystem auf dem Markt. Ich habe die Option, dass ich die Frontpanels verändern kann. Ich kann aber auch vor Ort on Location schnell die Brennweiten verändern, kann die Filmformate verändern und kann mit anderen Filmformaten fotografieren, habe also ein Maximum an Flexibilität. Für dieses Kickstarter-Projekt suche ich Leute, die mich bei diesem Projekt unterstützen und die Spaß haben, eine solche Kamera zu besitzen. Also wer immer mal eine Lochkamera haben möchte, die möglichst multifunktional ist, die viele Sachen beherrscht, mit dieser Kamera wird man so ziemlich jedem Wunsch gerecht werden. Die einzige Grenze, die ihr hier haben werdet, ist eure eigene Kreativität.